Ganz Österreich redet über die Wiener Sozialhilfe. Jetzt wurde der Krone ein neuer Fall zugespielt. Eine syrische Großfamilie mit 8 Kindern erhält 5.000 Euro pro Monat. Zahlen, die eine Reform des Systems nahelegen. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen Menschen, die natürlich aus Kriegsregionen flüchten und natürlich nach Deutschland oder auch Österreich kommen, um natürlich dort in Sicherheit leben zu können. Und natürlich muss man diese Menschen dann solidarisch unterstützen. In diesem Video möchte ich aber auch im Laufe des Videos mal auf einen Bürgergeldrechner eingehen, in dem man quasi seine eigene Situation schildern kann und mal schauen, was einem dort zustehen würde. Vor allen Dingen mit 8 Kindern, wirklich krass. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya aus der Türkei. Schauen wir jetzt uns das genauer an. Die Krone schreibt, eine 9-köpfige Familie aus Syrien erhält knapp 4.600 Euro Mindestsicherung im Monat. Dieser Fall sorgt nach einem Bericht in Heute für bundesweite Diskussionen. Nun erfuhr die Krone von einem ähnlichen gelagerten Fall, der verblüfft zurücklässt. Großfamilie aus Syrien, wohnhaft in Wien, Vater, Mutter, 8 Kinder. In dem Fall, meiner Meinung nach, sind es ja dann 10 Menschen. Mindestsicherung pro Monat mehr als 5.000 Euro. Ein Bekannter der Familie, der Vater, hat mir erklärt, dass vor allem die aktuelle Mietbeihilfe sehr hoch ist bei seiner Familie. Der Krone wurden die Daten der Familie von dem Bekannten schwarz auf weiß übermittelt. Staffelung der Mindestsicherung 5.000 Euro für eine Familie, das wird im Wahlkampf zum Politikum. Während viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie wegen der massiven Gebührenerhöhungen ihre Rechnungen bezahlen sollen, überweist die Stadt Wien subsidiär schutzberechtigten und anerkannten Flüchtlingen ohne eigene Leistung monatlich Tausende von Euros. Ist ÖVP-Chef Karl Maurer empört und er fordert, Wien sollte wie andere Bundesländer eine Staffelung der Mindestsicherung bei Mehrkindfamilien durchführen. Die FPÖ wiederum will einen Sonderlandtag und kündigt einen Misstrauensantrag an. Ein Mensch ist ein Mensch, ist ein Mensch. Tanja Weseli, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, sieht es naturgemäß anders. Der Wiener Weg, kein Kind zurückzulassen, ist gut und richtig. Dennoch, 5.000 Euro netto ohne Arbeitsleistung und ohne Deckelung, das verstehen die wenigsten. Bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Stell dir vor, 5.000 Euro netto. Wie viele Stunden dafür müsstest du arbeiten? Beziehungsweise hast du überhaupt das Potenzial in deinem Arbeitsumfeld 5.000 Euro netto zu verdienen? Zum Abschluss des Artikels: Die Zahl der Familien mit 6 Kindern und mehr steigt rapide. Von 2012 386 Haushalte auf 2022 631 Haushalte. Das bedeutet eine Steigerung von 63,5%. Und in Deutschland werden die Zahlen, vermute ich, ähnlich aussehen. Kommen wir jetzt aber zu dem Bürgergeldrechner. Auf der Seite www.dasstehtdirzu.de kannst du kostenlos einen Bürgergeldrechner der Caritas anwenden. Und dort kannst du dann einfach quasi Daten eingeben. Das Bürgergeld wurde ja seit Januar 2024 erhöht und beträgt jetzt der Regelsatz 563 Euro. Und die Michaela Hoffmann schreibt dazu: Das Bürgergeld ist ein Auffangnetz für Menschen, die keine Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten. Es ist eine solidarische Leistung, die keine großen Sprünge zulässt. Von derzeit 563 Euro ab Januar 2024 im Monat ist alles zu bezahlen, was man zum Leben braucht. Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Fahrkarten, Reparaturen, Handy und nicht zu vergessen die Stromkosten. Wer hingegen sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, also wenn du arbeiten gehst, der hat durch Freibeträge nicht nur mehr Geld zur Verfügung, sondern erwirbt auch Ansprüche für das ALG I, eine Erwerbsminderungsrente, die Rente und vieles mehr. Arbeiten lohnt sich also immer. Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Die Höhe des Bürgergeldsanspruches ist abhängig von den Kosten für Kalt- und Warmmiete, ihrem Alter und der Anzahl ihrer Kinder sowie ihr Einkommen und das ihrer Partnerin oder ihres Partners.
Zudem werden alle jeweiligen Lebensumstände berücksichtigt, ob sie zum Beispiel alleinerziehend sind oder eben nicht. Einberechnet in die Bedarfsermittlung werden auch Faktoren wie Schwangerschaft, Behinderung oder eben auch Krankheit. Hier natürlich nochmal ein kleiner Warnhinweis, dass es nur hier um eine ungefähre Einschätzung geht für diejenigen, die hier ihre Daten quasi hinterlassen. Schauen wir uns das jetzt genauer mal an. Angaben zur Partnerschaft. Hier trägst du ein, bist du in einer Partnerschaft, ja oder nein. Wir gehen jetzt mal von einer klassischen Familie aus. Mann, Frau, verheiratet. Also ja. Und wir haben in dem Fall auch 2 Kinder. Machen wir mal ein Kind 0 bis 5 Jahre und ein Kind 6 bis 13 Jahre. Ja, bedeutet 2 Kinder. Dann leben wir in einer Stadt wie Hamburg und da ist die monatliche Kaltmiete, ich schätze mal für eine 2-3 Zimmerwohnung mindestens 1000 Euro, was hier schon wenig gerechnet ist. Ja. Kaltmiete plus die Nebenkosten mindestens 200 Euro kann man hier eintragen und monatliche Heizkosten 100 Euro. Also grob 1300 Euro warm. Da wird jeder Hamburger jetzt schon sagen, das ist viel zu wenig, ja, für eine 3-Zimmer-Wohnung. Dann besondere Lebensumstände, mehr Bedarf. Nein, haben wir nicht. Einkommen aus Erwerbstätigkeit. Nein, haben wir nicht. Wir wollen einfach mal jetzt das Beispiel angeben. Wir haben keine Einnahmen, wir können nicht arbeiten gehen. Beispiel, wir kommen jetzt aus einem fremden Land, sprechen die Sprache nicht, so wie jetzt viele Ukrainer, viele aus Syrien, Afghanistan und sonst woher. Für die trifft das ja in dem Fall sogar zu. Kindergeld bekommt man dann aber natürlich vom Staat 500 Euro aktuell und sonst haben wir keine Einnahmen. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was dabei rauskommt. Also hier ist nochmal die Zusammenfassung und hier jetzt oben steht Ihr Bedarf 3.059 Euro, das anzurechnende Einkommen von dem 500 Euro Kindergeld für 2 Kinder. Das heißt, man bekommt in dem Fall noch grob 2.559 Euro Bürgergeldanspruch. Das finde ich krass. Wie viel Stunden, welchen Job musst du haben, damit du netto 2.559 Euro hast? Da muss natürlich schon der Mann oder die Frau relativ Gutverdiener sein oder eben natürlich als Mindestlohnempfänger müssten das schon 2 Gehälter sein. Also das ist krass, das finde ich heftig. Will das jetzt so stehen lassen, du darfst gerne in die Kommentare reinschreiben, was deine Meinung dazu ist. Der Spruch, lohnt sich Arbeit noch immer? Für mich persönlich, es wäre für mich kein Anliegen und kein Anspruch natürlich in so ein Bürgergeldsystem, in ein Sozialsystem zu kommen. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ganz klar ist es eine gute Sache für Menschen, die natürlich wirklich aus Notfallsituationen kommen oder auch natürlich, wenn du gekündigt wirst, wenn du plötzlich krank wirst, deiner Arbeit nicht mehr nachgehen kannst, dass Deutschland, was das angeht, natürlich schon wirklich Luxus ist. Also das finde ich natürlich für Deutschland dann schon gut. Aber problematisch ist natürlich, wenn das ganze System nur ausgebeutet und ausgenutzt wird. Und dementsprechend sollte man da auf jeden Fall immer das Ganze genau begutachten. Bin sehr gespannt auf deine Meinung. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar da und du kannst gerne den Kanal natürlich kostenlos abonnieren und sogar auch teilen. Ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist und wünsche dir weiterhin einen schönen Tag. Dein Markus aus Alanya.